Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget und bevor das Video losgeht, wollte ich nochmal darauf hinweisen, der kommende Mittwoch, jetzt diese Woche, das ist lasst mich kurz nachschauen, das ist der 25. Ja? Am 25. gibt es wieder einen Shakes and Fidget Livestream. Lang ist es her, ja, es wurde mal wieder Zeit. Und ja, diesen Mittwoch um 18 Uhr starten wir das Ganze hier auf YouTube. SF-Livestream, Open End, ich weiß nicht wie lange, ja, meistens machen wir mal so 2, 3, 4 Stündchen so ungefähr in dem Dreh, damit ihr schon mal Bescheid wisst und euch darauf einstellen könnt. Dieser Mittwoch um 18 Uhr geht es los. Ja, endlich mal wieder ein Livestream, ja. Und in diesem Video geht es heute nicht um mein Char, sondern heute gucken wir uns mal die Creme de la Creme an, ja, die Creme de la Creme, und zwar die besten und vor allen Dingen auch die höchsten Spieler, die es momentan in Shakes and Fidget gibt. Und ja, wir nähern uns langsam einem ganz großen Meilenstein. Nicht nur langsam, sondern ziemlich schnell sogar. Ja, und das ist die Stufe 600. Und wer wird diese als erstes weltweit, als erster Spieler in Shakes and Fidget erreichen? Lange sind wir davon ausgegangen, dass Bad News Ron das Ganze ohne Probleme meistern wird. Allerdings gibt es ein paar Konkurrenten, oder besser gesagt einen, der ziemlich krass gut auf dem Weg nach vorne ist. Darüber werden wir heute ein bisschen in diesem Video sprechen, ein bisschen spekulieren, welche Möglichkeiten es geben könnte und ja, wer sich tatsächlich als erstes die Krone holt und somit die Auszeichnung auf den ersten Spieler Level 600 in SF-Game erreichen wird. Das ist eine Sache, die kommt alle Jubeljahre mal vor. Ich weiß nicht ganz genau, wann Bad News Ron, das ist ja der Spieler, der als erstes auch Stufe 500 erreicht hat. Das ist aber auch schon wieder, glaube ich, 2 Jahre her oder so. Und das nächste Mal dauert es noch länger. Also es ist eine krasse Sache auf jeden Fall. Ja? Und wie gesagt, wir sind lange von ausgegangen, wenn man sich das mal so anschaut. Wir haben hier einmal den Bad News Ron auf S9 mit 591. Dann haben wir den Bad News Ron auf S8 mit 591 und dann haben wir noch den Son Serapio auf S7 mit 585. So, das sind 3 potenzielle Kandidaten, bevor wir zum 4. kommen, die dafür bereitstehen. So, wir haben einmal hier auf S8, das ist jetzt deutscher Server 8, hier Bad News Ron mit 591, wo wir gehen zumindest von aus, die Dungeons gemacht hat, alle so, ne? Weil es steht die Theorie im Raum, dass er auf Don Serapio nämlich noch Dungeons zur Verfügung hätte, die er dann nutzt, um den letzten Kick quasi zu geben, um ja, noch schnell Stufe 600 zu erreichen, bevor es ein Konkurrent tut. So. Dann haben wir, wie gesagt, hier einmal Bad News Ron, der die Dungeons gemacht hat, auf S8. Wir haben Bad News Ron auf S9, der die Dungeons höchstwahrscheinlich gemacht hat. Hier schon ein bisschen mehr XP auf jeden Fall. Und dann haben wir hier Don Serapio, der Stufe 589 ist, allerdings noch keine Dungeons gemacht hat, beziehungsweise sich ein paar Dungeons aufgehoben hat. Wie viel Level er jetzt damit machen kann, das weiß keiner außer er so richtig genau. Don Serapio war allerdings der Account von den 3, die als erste Stufe 500 erreicht haben, soweit ich mich erinnere, wenn ich jetzt keinen Scheiß erzähle. Und ja, er hat hier, wie gesagt, wahrscheinlich noch ein paar Dungeons offen. Die benötigt er auch, weil das ist so seine einzige Hoffnung, noch vor jemand anderem Stufe 600 zu erreichen, weil wir gehen jetzt mal nämlich über die Bad News Ron Accounts mal rüber zu einem anderen Server, und zwar zum deutschen Server Nummer 4. Und hier haben wir nämlich den Dr. Darm, den niemand auf dem Schirm hatte, wie Regentropfen an einem warmen Sommertag. Ja, der ist hier mittlerweile schon 597. Ja, das ist ein ziemlich kranker Vorteil im Vergleich zu diesen beiden Accounts hier. Also das einzige Ass, was er noch im Ärmel haben könnte, um hier Dr. Darm die Stufe 600 streitig zu machen, ist sein Don Serapio Account, wo er sich höchstwahrscheinlich Dungeons aufgespeichert hat. So, jetzt wie gesagt steht die Theorie im Raum, er hat genug, um das jetzt schon auf Stufe 600 zu ballern, oder er spart sich das immer noch weiter auf, auch über Stufe 600, dass er vielleicht der Erste sein will, der Stufe 700 erreicht oder Stufe 800 eines Tages oder 900 oder vielleicht auch irgendwann mal die 1000. Ja? Das weiß natürlich keiner, wie weit er das Spiel hier treiben will mit den Dungeons. Auf jeden Fall wissen wir, er muss sich Dungeons aufgehoben haben auf dem Account. So,
Und jetzt ist die Frage, wie wird das machen? Ich finde es ziemlich spannend, das zu beobachten, weil er müsste Dungeons opfern, um der Erste zu sein, der Stufe 600 erreicht. Weil es ist ein Meilenstein und Stufe 500 wurde auch von Shakes and Fidget, also von dem offiziellen Shakes and Fidget Account auch ausgeschrieben und Glückwünsche werden da gewünscht, ne, an den speziellen Spieler, der zuerst so einen Meilenstein bricht. Und ja, ich bin gespannt, ob er sich das nehmen lassen wird oder ob diesmal der Dr. Darm, den nur noch 3 Level fehlen, sich das Ganze hier streitig machen wird. Ja? Also ich sag mal so, der Legendary Dungeon, der rauskam, der hat den Leuten schon einen ganz guten Boost verpasst. So auch stat-technisch natürlich. Erfahrungsmäßig natürlich nicht viel, ist klar. Sonst hätten wir ja schon längst jemanden der Stufe 600. Ne? Aber ja, das hat einen schon ganz schön nach vorne getrieben. Und auf dem Server ist ja auch übrigens der Suchiru, ja, der Spieler, der wahrscheinlich die meisten Stats hat, so. Also ja, Main-Stats wohlgemerkt. Und er hat hier nämlich ziemlich viel in Main-Stat reingeballert, wenn man das so sieht, im Vergleich zur Ausdauer. Ne? Ist hier ein Kundschafter und hat fast 200k Geschick. Das ist ziemlich viel Schaden, möchte ich mal an der Stelle angemerkt haben. Ja, und das ist natürlich, ne, das muss man natürlich so abwägen. Wir haben hier einen kompletten Goldspieler. Ne? Man sieht es an der Stufe gegen einen, der hier ja wahrscheinlich eher so auf Erfahrung geht. Natürlich darf man hier die Stats auch nicht außer Augen lassen. Das ist natürlich auch eine beachtliche Leistung. Aber ja, den Leuten steht hier auf jeden Fall eher das Level im Vordergrund als die Stats, würde ich mal behaupten. Und ja, ich weiß nicht, ob sich der Dr. Darm jetzt mittlerweile auch vielleicht Dungeons aufgehoben hat. Ich weiß nicht, der letzte Dungeon, der rauskam, war ja, glaube ich, der Olymp, ne? Soweit ich weiß. Nee, es kamen ja noch im 13. Stock noch Erweiterungen dazu. Genau, da kamen ja nochmal 10 Etagen extra. Also das muss man auch nochmal alles mitrechnen. Und ja, das ist auf jeden Fall auch nicht außer Augen zu lassen. Und wir werden höchstwahrscheinlich, ich gehe mal von aus, dieses Jahr noch den ersten Level 600er unter uns haben. Weil man darf auch nicht den Kalender vergessen, ja, den Aufstieg hier. Ich gehe mal von aus, dass alle Accounts, die wir uns jetzt angeschaut haben, sowohl den Dr. Darm als auch die Bad News Runs, werden wahrscheinlich alle aktuell sein. Und wenn alle aktuell sind vom Kalender her, dann dürften sie jetzt hier bei der Tür Nummer 15 sein, weil ich habe bisher, seitdem das draußen ist, auch keins verpasst. Das heißt, die machen hier nochmal alleine durch den Kalender nochmal ein Türchen gut. Und ja, das ist auf jeden Fall auch eine Sache. Dann ist er schon 98. 2 Level sollte man vielleicht noch so schaffen. Und vielleicht hat sich wirklich der eine oder andere hier noch einen Dungeon aufgehoben. Und dann, ja, haben wir dieses Jahr noch den ersten 600er. Gehe ich mal von aus. So, muss nicht sein. Aber vor allen Dingen bin ich gespannt, wie hier der Don Serapio-Account das handhaben wird. Ne? Ob er ja, das weiter durchzieht mit seiner Dungeon-Strategie oder das so sein lässt, keine Ahnung. Wir werden es auf jeden Fall sehen und ich werde euch auch darüber informieren, rechtzeitig, wenn es denn soweit ist und wer auch als erstes die Stufe 600 erreicht hat. An der Stelle möchte ich auch nochmal ein kleines Bildchen aufmachen, hätte ich schon viel früher machen sollen. Das hatte ich mir hier vorbereitet gehabt. Und zwar gehen da Grüße raus an deinen Nachbar. Ja, kennt vielleicht auch einige den Namen. Ist auch schon Ewigkeiten in der SF-Szene drin. Und der erstellt immer rechtzeitig oder alle paar Monate hier so eine Levelliste von den höchsten Accounts in Shakes and Fidget. So, da haben wir hier einmal auf der linken Seite vom 21.06.2020 und hier auf der rechten Seite vom 20.11.2020. Und hier sehen wir zum Beispiel noch, dass hier der Dr. Darm nur relativ weit unten ist. Ich weiß jetzt nicht, auf 7, 8, 9, 10, auf Rang 10 hier, ne, vom Level her. Und jetzt hat sich das Blatt aber ganz schön gewendet hier seit dem 20.11. Jetzt ist Dr. Darm halt auf Platz 1 hier und zwar deutlich vorne. Also könnte es sein, dass Dr. Darm vielleicht schon die Dungeons, die jetzt in der Zeit dazu kamen, vielleicht schon durchgeböllert hat, weil sonst kann ich mir das Level hier nicht erklären oder diesen Levelunterschied, wie er das so schnell aufgeholt haben soll. Und ja, deswegen könnte es gut sein, dass die Bad News Runs
immer noch die neuen Dungeons haben, die jetzt in der Zwischenzeit rauskamen. Ne? Also das kann halt auch sein. Ist vielleicht auch möglich, dass die Bad News Runs sogar den Dr. Darm noch überholen, aber davon gehe ich mal nicht aus. Ich gehe mal wirklich davon aus, dass der Don Serapio als erster Stufe 600 erreichen wird. Ne? Finde ich ziemlich interessant, hier so mal die Liste zu sehen von den Spielern, die das höchste Level haben. Also das ist so top-notch, so überall. Die Server, hier sind auch Tschechen dabei, hier sind auch, jetzt ist auch ein RTL-Server dabei. Franzosen sind hier, von Russland hier sogar, ZAF 580, auch sehr stark. Ja? Also so Namen, die man noch gar nicht so vielleicht gesehen hat oder vielleicht sieht, wenn man in der internationalen Rangliste ein bisschen mehr unterwegs ist, aber ja, es ist auf jeden Fall ziemlich schön zu sehen. Hier ist auch übrigens dein Nachbar hier, das ist der die Liste hier erstellt hat. Und ja, wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen, das Ganze, ne? Dass ich da auch auf jeden Fall seit Tagen schon mein Auge drauf gerichtet habe. Eigentlich gucke ich da, also ich gucke mindestens einmal pro Tag in die internationale Ehrenhalle, was sich da so geändert hat. Nicht lange, aber halt um zu gucken, wer ist gerade so auf Platz 1 so, ne? Und ja, was machen so die Bad News Runs? Das ist immer so das Interessanteste für mich, wo steht gerade Strider, ne? Das ist so für mich das, was so am interessantesten ist. Weiter unten gucke ich hier nachher schon gar nicht mehr, denn so, ne? Das ist kein Front, so, das sind alles sehr krasse Spieler trotzdem hier, aber ja, interessiert mich jetzt persönlich eher weniger, muss ich sagen. So. Ja, und deswegen, seitdem ich eigentlich so das Interview mit Bad News Run mal geführt habe und da so mal seinen Spielstil und seine Meinung dazu mal abgeholt habe, verfolge ich das Ganze eigentlich auch relativ regelmäßig und habe da auch mein Augenmerk drauf gesetzt, also, ne, damit ihr da auch dann auch Bescheid wisst. Gut, also es dauert nicht mehr lange, bis wir den ersten 600er haben. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, was ihr denkt, so wer Stufe 600 sich als erstes ergattern wird, ob Don Serapio vielleicht auch wartet und ihnen die Stufe egal ist und dann auf die nächste große runde Zahl wartet und so weiter und so fort. Und ja, ziemlich spannend. Das war es auf jeden Fall erstmal soweit von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten vergesst nicht, am Mittwoch um 18 Uhr gibt es einen Livestream. Und ja, das war es soweit von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.